Meine Damen und Herren, Außenstürze Lately Show in Berlin. Das sind die Lately News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Berlin ist einer der größten Hotspots Deutschlands bei der Kriminalität. So wird hier alle 15 Minuten in eine Wohnung eingebrochen. Also ist es theoretisch auch möglich, dass gerade jetzt, wo ich hier im Studio sitze, sogar in meine Wohnung eingebrochen wird. Kleiner Tipp dabei an die Einbrecher: Was ihr unter den Kissen meiner Couch findet, teilen wir fair 50-50, klar? Denn etwas Wertvolleres als das Kleingeld in meiner Couch werdet ihr eh nicht finden. Denn ich besitze nur diese Couch. Allerdings sorgt nun eine andere Verhandlung in Berlin für Schlagzeilen. Dabei geht es um einen Mann, der mit einer Schreckschusspistole zu Weihnachten Kinder beschossen haben soll. In der Verhandlung versuchte sich der Mann jedoch herauszuwinden, indem er behauptete, dass die Kinder zuerst das Feuer auf ihn eröffnet hätten. Er sich somit nur verteidigen musste. Was recht bizarr klingt. Immerhin reden wir hier nur von Kindern. Haben wir zufälligerweise ein Bild der Kinder, die von ihm beschossen wurden? Nein. Das sind ganz normale Berliner Görn. Klar, vielleicht mit einer großen Schnauze, aber mehr auch nicht. Teltow. Immer mehr Fracht wird über die Straßen transportiert. Denn irgendwer muss unsere Amazon-Pakete ja zum Paketboten bringen, damit der diese dann zu uns bringen kann. Hier ein kleiner kostenloser Tipp an Jeff Bezos von Amazon: Warum die Pakete nicht direkt vom LKW zu den Adressaten werfen? Denn so kaputt wie die von der DHL dann zu uns gebracht werden, werden die definitiv auch schon vorher aus dem LKW in die Wagen der DHL geworfen. Und wir könnten unsere Retouren auch gleich wieder zurück auf den fahrenden LKW werfen. Natürlich darf der LKW bei der ganzen Prozedur niemals stehen bleiben, denn wo wäre ansonsten die Herausforderung? Jeff, ruf mich an. Weil aber immer mehr LKWs unterwegs sind, kommt es auch immer öfters zu Unfällen mit diesen. So ist auf dem südlichen Ring unter Berlin auf Höhe von Teltow ein Getränkelaster umgekippt, als er einen anderen LKW ausweichen musste. Dabei verteilte er dann rund 50.000 Liter Wodka auf der Autobahn. Dementsprechend war ein Großaufgebot der Berliner, Brandenburger, sächsischen, hessischen, saarländischen und neuseeländischen Feuerwehr sofort vor Ort, um alles wegzuräumen. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Manchester. Ich erzähle ja immer wieder gerne Geschichten von meiner Tante Erna. Die sind zwar immer super spannend, aber sie selber findet das gar nicht so lustig, dass sie so oft hier vorkommt. Denn es soll schon den einen oder anderen neidischen Blick gegeben haben von ihren Freundinnen aus der Bingo-Gruppe, die nicht so einen berühmten Neffen haben wie mich, sondern nur so Luschen wie Manuel Neuer oder Florian Silbereisen. Also Neffen, die es nicht sehr weit gebracht haben. Und nicht viel weiter werden es zwei Männer definitiv schaffen, die in Manchester einen 1100 Jahre alten Schatz beanspruchten, der sogar einige Millionen wert ist. Da sie aber diesen Fund verheimlichten, wurden sie von einem Gericht zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Zu ihrer Verteidigung muss man allerdings dazu sagen, dass die beiden sogar 1100 Jahre gewartet hatten, ob jemand diesen Schatz überhaupt vermisst. Und da sich nie einer gemeldet hatte, dachten sie nach 1100 Jahren, dass der Schatz nun ihnen gehören würde. Nur leider wussten die beiden nicht, dass man Schätze erst nach exakt 1101 Jahr behalten darf. Ogden im US-Bundesstaat Utah. Gerade wenn die Feiertage anstehen, dann decken sich die Menschen ein, als ob morgen der letzte Tag der Welt wäre. Was ja bekanntlich der 16. April ist, an dem die Witcher-Macher ihr neuestes Videospiel namens Cyberpunk 2077 herausbringen. Und danach wird es keine Videospiele mehr geben können. Sorry Mario. Allerdings könnte Nintendo dann darüber nachdenken, den echten Mario, denn die Videospiele basieren auf seinem realen Leben, einzufrieren. Da Nintendo immer nach Möglichkeiten sucht, Geld zu sparen, würde dann vermutlich Mario einfach im Keller der Hauptzentrale in eine Tiefkühltruhe gestopft werden. Etwas Ähnliches dachte sich vermutlich auch eine Frau in Ogden im US-Bundesstaat Utah. Denn bei ihr fand man nicht etwa Marios Bruder Luigi, sondern ihren Ehemann im Tiefkühlschrank. Nun gab die Frau vorm Richter an, dass ihr Ehemann angeblich mit dieser Lagerung einverstanden gewesen sei, damit seine Frau dann seine Rente weiterbekommen könnte. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ein wichtiges Spiel im Fernsehen läuft, dann stimmen wir Männer doch allem zu, oder?
selbst wenn dann das Geräusch der Kettensäge schon den Fernseher übertönt. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Couch-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Couch-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Schon meine Tante Erne hatte immer dazu geraten, dass man sein Geld niemals in die Hände von Bankern geben, sondern es an dem sichersten Platz in der Wohnung verstecken soll. Das ist immer noch in der Couch. Da ich in letzter Zeit zu etwas Geld gekommen bin, Banken lassen das sprichwörtlich in ihren Tresoren einfach nur so rumliegen, brauchte ich nun eine sichere Verwahrung dafür und für meine blutverschmierten Waffen. Ich hatte ein Reh angefahren, das dann überraschenderweise das Feuer erwiderte und schrie, dass ich mit erhobenen Händen aus der Bank rauskommen soll, dann passiert keinem etwas. Und als ich dann mit freiwilligen Geiseln als menschliches Schutzschild die Bank verlassen wollte, fiel mein Blick auf das Couch-Magazin, welches am Banktresen lag. Also blieb ich stehen und versuchte trotz dem lauten Krachen von Schüssen draußen, meine Beute darin zu verstecken. Aber mehr als 15 Goldbarren passten da leider nicht rein. Deshalb sei gewarnt, Couch-Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort in Kontakt mit einem Geiselnahme-Verhandlungsexperten der Polizei. Loser! Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.